Das war jetzt die erste Kugel. Das will ich aber abwarten und dann weiter filmen. Ja, jetzt war das ist die Mixer-Maschine mit der alten Elektronik. Hier sieht man die ganz neue Pianola. Das ist die neue Pianola-Maschine. Die hat also ein viel kleineres Band, wo die Code angebracht ist. Das ist nur noch 30 mm breit und die Länge ist also bedeutend kürzer geworden. Die andere Seite, was drehen, ja. Kann man sehen, wie der Aufbau gemacht ist. Hier ist auch noch. So. Das ist ein Feuerwehrauto, was ich für die holländische Clubheft gebaut habe. Hier kann man sehen. Das ist ausgefahren. Hoffentlich hat man da etwas gesehen davon. Die Mechanik. Wenn ich das jetzt hier entsperre, dann kann ich zurückfahren. So. Jetzt ist hier das zu viel Schwung, weil ich nicht herankomme. Und hier mit diesen Kurbel, also mal sehen, wie ich da rankomme. So, das kann ich jetzt drehen. Das ist sehr schlecht, wenn man nicht rankommt mit der Hand. Vorne sitzen die Männchen drin und dann kann man sehen, der Aufbau ist recht übersichtlich, hier ist die Ablage für die Leiter. Eine
Stoßstange ist hier auch etwas vergrößert und stabiler gebaut. Und die Lenkung ist wie üblich beim Fischerauto hier übers Lenkrad. Da muss man dem halt ein bisschen helfen. Hier sind die Stufen zum Aufsteigen und gleich als Werkzeugkisten. Das ist die Kurbel für die Drehung. So, das ist ein recht hübsches Modell. Ein klarer Aufbau der Leiter. Ein Blick über die Leiter hinweg, welche, wenn sie ausgefahren ist, über 70 cm lang ist. Hier ist noch die Führung, die obere, gut zu sehen. Die Sperrklinke, die ist für die Leiter. Und dann hier unten, das ist die Kurbel für die Drehung der Leiter und das Hochheben der Leiter ist auf der anderen Seite. Hier sieht man die zwei Kurbeln zum Hochheben der Leiter und zum Ausziehen der Leiter. So sieht es von unten aus, also aus der Fahrperspektive. Also ein recht hübsches, gelungenes Feuerwehrauto. Blick und rückwärts. Und man den Aufbau gut sehen. An der Seite. Das ist der Antrieb für den Drehkranz und auch für das Ausfahren der Leiter. Die Führung für die Leiter ist hier zu sehen und wenn man ganz genau hineinguckt, dann ist hier drin der Anschlag für die Leiter, wenn sie hochfährt. Kann man halt schlecht filmen. Und über dem Schwarzen hier drin. Sich die drei Kurbeln hier nicht ins Gehege kommen, ist diese da umgelenkt über die zwei Zahnräder. Die andere ist hier arretiert mit diesem Klötzchen, was man hin und her schieben kann. Das ist ein Versuch, eine Seilwickelmaschine zu bauen. Es entspricht nicht ganz den natürlichen Maschinen, aber eine einfache Version ist es trotzdem. Und das ist schon in voller Aktion zu sehen. Hier wird abgewickelt von 3 Spulen und hier verfährt die Drehmaschine auf einer Schnecke getrieben bis zum Endschalter und hat dann das fertige Seil eingedreht. Hier ist das Abwickelteil zu sehen. Und die Führung.
Jetzt ist das Ende der Zwirnung erreicht. Sieht man das Seil? Ja, sieht nicht besonders gut. Es läuft hier bis zu der Führung, den 3 Löchern. Und hier sind die Spulen. Die Beschaltung ist etwas aufwendig. Hier ist der Endschalter. Hier ist dann ein Umkehrschalter. Wenn ich da drauf drücke, also anschalte und hier drauf drücke, fährt es wieder zurück. Das ist An- und Ausschalter. Das war jetzt also nicht logisch, mit dem gedrehten Seil zurückzufahren. Und eine spätere Version wird hier eine Aufwickelvorrichtung haben für das Seil. Da brauche ich noch Originalvorlagen, um mich zu orientieren, denn ich möchte es nicht gerne nacherfinden. Das wären die ersten Aufnahmen. Das ist ein zweiter Bandscheibenmotor, den ich gebaut habe, um zu sehen, ob es auch mit einem kleineren Schwunggrad, das ist also hier, ob das da auch laufen wird. Kann ich immer einschalten, fängt an zu laufen. Die läuft etwas schneller sogar. Die Schwungscheibe eiert ein bisschen, aber ich krieg's nicht raus. Dies ist mal ein Modell ohne Computeransteuerung. Es ist ein Funktionsmodell für einen Gattersäge, und es ist mir gelungen, den Vorschub hier mit diesem Weichspeiserklotz und dem Rhythmus der Sägeblätter in ein schönes Verhältnis zu bringen. Dank dem neuen Motor ist alles nur mit einem Motor betrieben, also der Transport ist über 2 Stufengetriebe vom alten großen Motor untersetzt, sodass der Transport ganz langsam vor sich geht und der Sägerhythmus ein sehr schönes Bild abgibt. Man sieht also, wie das langsam vorgeschoben wird. Das ist also ein herrliches Funktionsbild.
Hier oben ist es verstellbar. Hier kann man die festdrehen. Oh, das habe ich ja vergessen gehabt, habe mir das zweite mitgeschoben. Jetzt geht es besser. Durch diese Schneckentriebe hier wird es hochgehoben. Auf jede Dicke einstellbar, die dieser Cutter. Da ist das ganze Modell in der Länge zu sehen. Mit guten Sägen. Dann wird es hier eingefärbt. Kommt das schon durch. Das ist jetzt schon vorgesägt, weil es ja nicht zum ersten Mal vorgeführt wird. Nochmal ein Blick auf die Rückseite und auch gleich anfangen zu sägen. Da ist der Motor, der Antrieb für diese Maschine. Hier ist die Spannvorrichtung für die Transportrollen. Funktioniert also manuell. Und hier drin, da geht die Übersetzung über zwei, also die Untersetzung in dem Fall, auf zwei Dies ist ein neues Dampfmaschinenmodell nach einer Vorlage, die ich am Killesberg gesehen habe auf der Messe. Zwar ist es ein unterflurgesteuerte und oben ist eine Schiebesteuerung dran über eine Nockenwelle. Mal sehen, ob sie gleich läuft. Läuft wunderbar an. Der Zylinder ist oszillierend angebracht.
Hier sieht man die Schiebesteuerung und da hinten ist auch die Nockenwelle. Da ist die Technik zu sehen. Wunderbar. Verfolgen. Hier ist ein Modell einer Doppelzylindermaschine, wie sie um 1860, 70, 80 noch in den Industriewerken verwendet wurde zur Erzeugung von Strom oder direkt zum Antrieb. Hier ist sie schon voll im Betrieb zu sehen. Auch hier ist wieder eine Schiebesteuerung eingebaut und ein Zentrifugalregulator als Modell. Jetzt von der anderen Seite. Hier ist wunderbar zu sehen. Jetzt soll ich sie mal abschalten. So, jetzt sieht man da alle Teile genau. Also ein bisschen verdrehen. Einen ruhigeren Lauf gäbe es, wenn beide Zylinder mit Pressluft angetrieben wären. Aber so ist das also so eine Sache. Als Modell genügt es. Das ist ein Repulsionsmotor, eine ganz kleine Bauweise. Er hat also nur 3 Magneten hier im Umläufer. Wenn ich ihn starte, dann rotiert er mit einer unheimlichen Geschwindigkeit. Man hört auch das Surren, wird immer schneller. Es ist schon beachtlich, was der Red-Kontakt, der da hinten drin steckt, was der an Leistung bringt. Sehen wir die andere Seite. Abschalten. Kann man das jetzt sehen. Die Kabel sind ein bisschen zu lang hier, deswegen sind sie so drumherum gewickelt. Das ist der kleinste von den Motoren, allerdings nur dadurch, dass hier kleine Magnete sind. Und der hat allerdings 4, im Gegensatz zum anderen, der nur 3 hatte. Jetzt werde ich mal sehen, wie das mit dem Start ist. Das läuft wunderschön. Wird auch immer schneller. Also es ist schon fantastisch, wie diese Red-Kontakte das steuern. Ja, nochmal von rückwärts. Den Strom zurücknimmt, wird er langsamer. Und dann ganz stehen zu bleiben. Dieses Modell
ist ein Versuch, die Drehzahl zu messen. Und zwar über einen Magneten und einen Redkontakt. Bis jetzt also habe ich den Eindruck, dass es sehr gut auf dem Programm geht. Selbst bei höherer Drehzahl. Mal gleich einstellen. So. Das kann man sogar noch schneller stellen. Wie bekannt, selbst da nimmt der Redkontakt noch die Kontakte gut auf. Das ist bei vollem Lauf, also Höchstgeschwindigkeit. Man sieht, also es geht ganz schnell. Ob das nun jetzt stimmt, ob das wissenschaftlich genau ist, das ist mir nicht ganz klar. Jetzt ist ein Initiator dran gebaut. Hier geht ein Metallstück vorbei und das misst also wahrscheinlich noch exakter als der Redkontakt, da es ja erstens einmal ein Industrieprodukt ist, für höchste Ansprüche gedacht. Sehen, jetzt werden wir einschalten. Und wenn ich jetzt dazu den Kontakt noch dazu nehme, hier sieht man das Aufblitzen einer kleinen Diode, die jedes Mal den Kontakt anzeigt. Diese Blechschneidemaschine wird hier über zwei Sensoren gesteuert. Das heißt also, man muss mit beiden Händen hier die Kontakte schließen, die hier verstärkt werden. Es ist also jetzt eine Kombination der alten Elektronik mit dem PC. Jetzt will ich es versuchen, ob das funktioniert. Natürlich muss ich da reinlangen. Jedes Mal beim Berühren schneidet es einmal runter. Ich kann also nicht mit einer Hand ins Messer hineinlangen. Diese Berührungssensoren sind ein echt gut, schönes Bauteil. So, jetzt habe ich zu trockene Hände. Dann tut es natürlich nicht. Oh, da war. Das ist mein dritter Rundtischautomat. Der hat jetzt den Vorteil, dass alle 4 Bearbeitungsaggregate zugleich bearbeiten. Falsch gelaufen. Kugelrohr. Festgelaufen, eingeschoben. Wenn ein Stein verkehrt liegt, ist gleich alles aus. Ja, da kommt keiner. Ist da wiederum etwas nicht gestimmt. Wackel. Es wird mit einem Magnet gesteuert und die Geschwindigkeit ist ganz beachtlich, da die Schwungmasse durch diese vielen Bauteile sehr hoch ist. So, mal schauen. Hier läuft.
Das ist noch nicht die Endgeschwindigkeit. Läuft auch nach der anderen Seite. Wir müssen bloß starten. Es wird immer schneller, bis es die Endgeschwindigkeit erreicht hat. Das wird wohl über den Redkontakt, die Möglichkeit der Schaltimpulse des Redkontakts. Hier ist nochmal ein Motor, auch mit 12 Magneten, aber hier mit 2 Steuermagneten, allerdings ein Redkontakt. Und hier ist angebracht ein Schrittschaltwerk. Mal sehen, ob es funktioniert, ob es verdreht ist. Da ist mehr Kraft dahinter durch die 2 Magneten. Hier ist eine Schnecke angebracht, statt einem Zahnrad. Das Schrittschaltwerk. Bewegt ein Förderband. Oh, jetzt hat es so geklemmt. Na. Was ist denn da los? Ja. Jetzt hat es abgeworfen. Das sind relativ kleine Schritte, aber als Vereinzelner einwandfrei zu gebrauchen. Das ist das alte System von Fischer, wie es in der Anfangszeit demonstriert wurde als Malteserkreuz. Da ist eine Schwungmasse drin, die einen ruhigen Lauf gewährleistet. Dieser Aufbau hier ist ja total anders als beim ersten Modell. Ich habe hier diese Innenzahnräder verwendet als Träger für die 12 Magneten. Und damit das alles Abstände stimmen, sind hier diese Achsen eingefügt.
Ja, jetzt hier das Klötzchen. Größter Repulsionsmotor, der hat 24 Magnete und läuft ein bisschen eilig, aber sonst recht schön. Die Konstruktion ist hier genau zu sehen. Und hier unten. Jetzt setzt er sich in Bewegung. Das sieht ja richtig hübsch aus. Wird immer schneller. Es erscheint da, als würde er stehen. Das ist ja ein toller Effekt. Aber jetzt kommt er in Bewegung. Jetzt kommt nochmal der Rundtischautomat. Jetzt sind die Magazine nicht gefüllt, das ist noch von vorhin. So, jetzt sind alle Magazine gefüllt. Aber da ist ein Fehler. Schon wieder ein Fehler eingeschlichen. Nee, ich dachte. So, jetzt muss es gerade nicht geklappt haben. Was ist denn da los? Die Positionierung stimmt da wahrscheinlich nicht. Ja. Kleine mechanische Fehler. Diese Presse aus dem Rellbaubuch von der Hobby 4-Reihe hat hier eine lichtgesteuerte Positionierung, die allerdings noch mit per Hand durchgeführt werden muss. Ich schalte also das Licht ein und fahre jetzt. Oh, jetzt kann ich auslösen. Jetzt ausgestoßen. So, mal das reinfahren. Noch einmal. Es ist also hier kein Licht. Ich muss also verschieben, bis die Lampe brennt. Und dann kann ich hier auslösen. Und dann dieser Zapfen genau in das Loch. Und ein Pusher, der das noch herausstößt. Jetzt will ich das Wesentliche zeigen. Ich schalte die Lampen ein, verschiebe, bis das Lämpchen brennt. Dann kann ich auslösen
Und der Pusher geht genau in das Loch. So. Wenn ich also jetzt hier hochkant stelle, einschalte, dann kann ich verschieben, es rührt sich nichts. Ich muss das Teil also so hereinnehmen. So. So. Hier wird durch Licht das Werkstück, was hier eingesetzt ist, durch Licht positioniert. Ich schalte das Licht ein und dann die Maschine. Das wird hin und dann wird die Presse zugefahren und der Arbeitsgang ist abgeschlossen. Ich kann es also verschieben, dann geht es nach der anderen Seite. So, dann drauf. Der Stößel geht genau in das Loch. Hier, durch dieses Loch wird dieser Stößel reingefahren und der wird also hier positioniert, genau über die Lichtschranken. So, einschalten. Jetzt stand es also richtig. Also hier nochmal einschalten. Verschieben, das Licht an. Hier sieht man die ganze Maschine noch einmal. So, das einstellen. Hat sich wunderbar gezeigt. Wenn wir das verschieben. Jetzt dürfte das Ende sein dafür.